Es ist Freitag, der Beschwörungsrausch der aktuellen Fabian-Fusion bringt mich dazu, dass ich Splitter aufmache. Splitter nicht nur auf einem Account, sondern tatsächlich auf allen dreien Accounts. Und ich nehme ausnahmsweise dieses Intro tatsächlich nach den Splitterpools erst auf. Normalerweise mache ich das anders und ich muss sagen, ich bin immer noch gehypt. Mir geht es auf jeden Fall gerade richtig gut. Ich bin Bone. Viel Spaß mit dem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei mir hier auf dem Kanal rund um Raid Shadow Legends. Und zwar geht es heute um das Thema Splitter öffnen für genau diesen netten Herrn, den wir hier sehen, Lord Fabian. Im Augenblick läuft die Fusion und ich gehe ja sowohl auf meinem Haupt- als auch auf meinem Free-to-Play-Account jetzt doch auf die Fusion. Dazu gehört natürlich, dass wir den heutigen Beschwörungsrausch auch angehen, einen Splitter öffnen, und nachdem wir heute ein 100% reines Splitter-Video auch haben, möchte ich wie immer ein paar Worte im Vorfeld dazu geben, denn das Öffnen von Splittern Raid ist und bleibt ein Glücksspiel. Das dürft ihr nicht vergessen. Ja, natürlich ist es ein Mobile Game, natürlich ist es ein Computerspiel, je nachdem, wo man es spielt, aber es hat einen sehr, sehr starken Glücksspielfaktor und Glücksspiel kann süchtig machen. Denkt also da bitte immer daran, seid euch dessen bewusst, was ihr tut, und vor allem, wenn ihr daran denkt, Geld auszugeben bei Raid, dann macht das bitte nur, wenn das im Rahmen eurer Möglichkeiten ist. Lehnt euch nicht aus dem Fenster, spart nicht an anderen für euch im Leben wichtigen Stellen. Ihr könnt Raid auch wunderbar Free-to-Play spielen, und wenn ihr es mit euren ersparten Splittern nicht schafft, euch Lord Fabian zu holen, dann könnt ihr mit Raid trotzdem genug Spaß haben. Ihr habt einfach einen Champion weniger, und selbst wenn dieser Champion gut ist, er ist es nicht wert, dass ihr euch im realen Leben einschränkt für ein paar Pixel, die euch noch nicht mal gehören, sondern die eigentlich nur ein Service von Plarium sind, den ihr nutzt und den theoretisch jederzeit der Stecker gezogen werden könnte, ohne dass ihr Anspruch auf irgendwas habt. Wenn ihr euch dessen bewusst seid, wenn eure Kasse das erlaubt, dann bin ich der allerletzte, der das Einkaufen von Splittern auch kritisiert. Ich selbst habe auf meinem Hauptaccount auch schon gekauft. Ich kaufe selten Splitter, ich kaufe im Augenblick vor allem Energie, aber ich gebe auch Geld aus für ein Spiel, für mein Hobby. Deswegen, also wenn ihr Spender seid, dann herzlich willkommen bei mir. Wenn ihr Free-to-Play seid, herzlich willkommen. Ich habe für euch alle Content bei mir auf dem Kanal. Und wenn euch die Videos auf dem Kanal gefallen, dann denkt doch daran, dass ihr einfach dauerhaft da bleibt, indem ihr abonniert. Das sorgt auch für eine höhere Reichweite der Videos, das sorgt für eine höhere Reichweite des Kanals. Und wenn euch die Videos gefallen, dann über den Daumen nach oben freue ich mich genauso wie über irgendeinen schönen Kommentar unter den jeweiligen Videos. Im Englischen würde ich jetzt sagen, and this being said, möchte ich noch ganz kurz auf den aktuellen Shop eingehen, denn ich meine, für den Fall der Fälle, dass einige von euch ja doch darüber nachdenken, sich Splitter zu kaufen, weil ihr es könnt, dann ist es so, dass es natürlich nicht jedes Angebot wert ist, Splitter zu kaufen. Und es ist sehr lange her, dass ich mal ein Grundlagenvideo für Angebote auch veröffentlicht habe. Im Kern ist es natürlich immer noch richtig. Ich blende hier auch noch mal kurz ein Bild dazu ein, also schaut euch gerne noch mal dieses Grundlagenvideo an. Ein paar einzelne Worte mit dem Fokus auf Splitter heute. Und zwar, wenn wir jetzt hier mal kurz reinschauen, wo kommt ein Splitter-Angebot? Hier kommt ein Splitter-Angebot. Der wahrscheinlich schlechteste Deal, um Splitter zu kaufen, sind heilige Splitter. Heilige Splitter werden von Plarium extrem hoch bepreist und die Wahrscheinlichkeit, dass nur ein epischer Champion rauskommt, ist sehr hoch. Stellt euch vor, ihr kauft für die Plarium angesetzten 20, 25 Euro 3, 4 heilige Splitter und am Ende habt ihr 4 schlechte epische Champions. Das kann frustrieren und das ist vor allem das Geld meiner Meinung nach auch überhaupt nicht wert. Also heilige Splitter bitte sehr mit Vorsicht genießen. Ich persönlich habe mir noch niemals ein Angebot für heilige Splitter gekauft. Sehr gute Angebote, vielleicht am Black Friday, bei denen ein heiliger Splitter dabei war. Ja, deswegen, ich kann nicht sagen, ich habe noch nie heilige Splitter gekauft. Ich kann sagen, ich habe noch nie ein Angebot nur mit heiligen Splittern gekauft. Was ich persönlich in der Vergangenheit immer sehr gerne gekauft habe, sind hier leeren Splitter. Und zwar bei den leeren Splittern, ihr könnt an besonders guten Angeboten, also vor allem so Black Friday, Weihnachten, Ostern, je nachdem, dann könnt ihr diese leeren Splitter auch mal für ungefähr 2 Euro bekommen. Ich glaube sogar auf teilweise 1,70 $ ist es mal gefallen, falls ihr in Dollar bezahlen könnt. Aber das ist wirklich ein extrem guter Preis, so der Standardpreis, den man anrechnen kann. Das waren normalerweise immer so 3 Euro pro Splitter.
Wir sehen jetzt hier bei dem Angebot, wir bekommen 5 Stück mal 3 wären 15 Euro. Das Angebot hat 18 Euro. Das heißt, wir können über den Daumen sagen, okay, das ist kein gutes Angebot, aber natürlich, wenn ihr das Budget habt und wenn ihr jetzt diese Splitter aufmachen möchtet, dann ist es schon ein Angebot, was man jetzt annehmen kann. Aber es ist definitiv über dem, was man normal erwartet, außer Plarium hat wieder die Standardpreise angehoben. Darüber kann ich natürlich nichts sagen. Bei den blauen Splittern, ja, die sind inzwischen auch gefühlt immer eher bei 1,50 pro Splitter. Also ich rechne in Angeboten den Wert eines blauen Splitters eher mit 1 Euro. Wo kommt das auch ein wenig her? Wir haben ja hier in der Bank, nee, wo ist es denn genau? Hier bei den Paketen immer so dieses Angebot. Das war ursprünglich mal 1 Euro, glaube ich, oder zumindest 99 Cent. Das liegt jetzt bei 1,19 Euro für einen Splitter. Und ich sag mal, man kann sich theoretisch auch, wenn man einen soliden blauen Splitterpreis haben will, hier auch jeden Tag mal einholen. Ansonsten bitte hier aus dem gesamten Shop, egal was es ist, lasst hier bitte die Finger weg. Also vor allem, wenn wir hier sehen, leeren Splitter, 2 leeren Splitter für 60 Euro. Also wer hat das geraucht? Deswegen, man kann sich vorstellen, was Whales und Kraken in Summe ausgeben, die dann bei einer Zweifachchance auf einen beliebten Void Champion wirklich, also nachgerechnet, vielleicht Tausende an Void-Splittern aufgemacht haben, die man sicher über diese guten oder ich sage mal potenziell guten Angebote hier auch gar nicht unbedingt kaufen kann. Deswegen, wenn wir hier noch mal ganz kurz durchgehen über die restlichen Splitter-Angebote. Ich habe jetzt hier eins, das wären jetzt dann nach meiner Rechnung 7 Euro, sage ich mal mit den 3, 9, 16. Das heißt, übrig bleiben 20 Euro für einen Heiligen Splitter. Wenn ich für mich den Wert eines Angebots berechne, dann rechne ich diesen Heiligen Splitter wirklich mit maximal 10 Euro rein und selbst das ist es meiner Meinung nach einfach nicht wert. Also ich möchte keine 10 Euro für einen epischen Champion zahlen und für eine geringe Chance dann auch einen legendären zu ziehen. Bei Roten, da geht natürlich die Meinung ganz weit auseinander. Viele sagen, Rote kaufen lohnt sich sehr, weil da stecken natürlich die mythischen Champions dahinter. Und das könnt ihr auch absolut machen. Für mich sind es anders eingefärbte blaue Splitter, aus denen höchstwahrscheinlich blaue auch rauskommen. Wenn es keine Zweifachchance gibt, dann wird es potenziell eher noch ein epischer Champion. Die sind aber normal im guten Preis mit 4 Euro PIP-Preis, ansonsten mit 5 Euro. Das ist es jetzt für mich persönlich auch nicht wert, aber das müsst ihr für euch natürlich beurteilen. Angenommen, ihr seid Low-Spender, ihr gebt nur ab und zu was aus, dann werdet ihr hier dieses Kriegerkreis-Paket sehen. Wir sind ja hier auf meinem Free-to-Play-Account, da habe ich noch nie auch nur einen einzigen Cent ausgegeben und deswegen sehe ich auch dauerhaft immer dieses Kriegerkreis-Paket. Wenn es in 6 Stunden ausgelaufen ist, wird es kurz danach auch einfach wiederkommen. Und hier kann ich mir das ein wenig zusammenstellen, was ich immer gemacht habe. Ich habe mir dann normalerweise hier dieses legendäre Buch, kann man immer brauchen, die 4 von diesen Void-Splittern und hier unten normal noch ein paar Tag-Team-Refills. Das hilft mir, um Tag-Team-Turniere zu gewinnen, ohne Juweleneinsatz. Und das sorgt ja auch wieder für 6 Sterne legendäres Relentless Gear normalerweise. Und dieses Kit jetzt hier für 11,99 oder in den Dollarzeiten 9,99 $. Also hier sieht man schon direkt, man hat etwas mehr als das, was man normalerweise erwarten kann. 4 mal 3 ist 12 und dann hat man noch ein legendäres Buch und noch etwas mehr dazu. Was habt ihr hier noch an Splitter angeboten? Ja, das war's. Also, da werden garantiert dieses Wochenende noch ein paar Angebote kommen. Wir haben ja noch den 6. Jahrestag, wobei sich im Augenblick keine Jahrestagsangebote hier im Shop befinden. Das wundert mich ein bisschen. Aber ja, deswegen vom Hintergrund einfach der Hinweis, denkt darüber nach, wenn ihr Splitter kauft, welche Splitter ihr kauft. Ich bin ein großer Freund davon, mir hauptsächlich leeren Splitter zu kaufen, wenn es denn da gute Angebote gibt, aber die sind für mich auch eher bei 2 Euro pro Splitter. Und hier an der Stelle natürlich auch nochmal die Erinnerung an meinen Partner AppDroid. Das ist ja eine unabhängige App-Plattform. Das heißt, wenn ihr über diese Plattform auf diesem Android-Gerät einkauft, dann bekommt ihr Cashback. Wenn ihr also wirklich Splitter kaufen möchtet, dann lasst euch diese Ersparnis, dieses zusätzliche Geld einfach nicht entgehen. Denn ja, wenn ich jetzt hier im Shop etwas einkaufe, dann bekomme ich Plarium Points. Und diese Plarium Points, die sind dann so, ja, okay, man kriegt ein paar zusätzliche Belohnungen. Aber Cashback ist halt wirklich Cashback. Das könnt ihr euch sogar auszahlen lassen. Ihr könnt es für zukünftige Käufe auch wieder mit einsetzen. Ihr startet normal mit 5% Cashback. Mit dem Code, den ich jetzt hier auch nochmal einblende, Boden5, bekommt ihr nochmal 5% Cashback und ihr unterstützt mich dabei noch ein bisschen. Und wenn ihr Geld ausgegeben habt, dann steigt auch euer Cashback. Ich persönlich habe, glaube ich, seitdem ich in dieser Partnerschaft bin, so 250 Euro für Energiepakete ausgegeben. Und ich habe jetzt schon 7% Cashback plus meine 5, bin also bei 12% Cashback. Und wenn ich mir das natürlich anschaue und ich gehe jetzt hier in so ein Angebot rein, 36 Euro, davon 12% abgezogen, es macht das Angebot halt etwas über 4 Euro günstiger.
dann bin ich halt hier nur noch bei 32 € und potenziell ein Angebot interessanter. Lasst euch davon aber trotzdem nicht verleiten, wenn ihr es eigentlich nicht kaufen wollt. Ihr bekommt einfach einen besseren Preis daraus. Deswegen meiner Meinung nach die perfekte Stelle, um nochmal auf Aptoide hinzuweisen. Wir haben jetzt einen Beschwörungsrausch und diesen Beschwörungsrausch, den brauchen wir für den seltenen Champion, für diese Fusion von dem guten Lord Fabian. Lasst uns nochmal als Motivation anschauen. Hier ist der Fabian, ein bisschen blau. Absolut im Einklang mit Siphi und Rotos, ein wirklich toller Champion auch. Und deswegen versuche ich auf dem Free-to-Play 2024 Account, also meinem Haupt-Free-to-Play-Account, kann man sagen, da auch mit drauf zu gehen. Und wenn wir uns den Summon Rush anschauen, ich habe mir den noch nicht angeguckt. Ihr seht, da ist noch ein roter Punkt und die roten Punkte müssen weg. Deswegen klicken wir da jetzt einmal drauf und wir sehen, dass wir, wo ist er denn? Wow, okay, 3500 Punkte für den Seltenen. Das ist jetzt nicht wenig. Das haben wir schon mit auch unter 3000 erlebt. Und wenn ich das so sehe, 6100 Punkte für die Lichtwache Siendra, also für den epischen. Da ist es wirklich hochgegriffen. Ich habe bei den ganzen Schätzungen vorher, wie viele heilige Splitter man braucht für diesen Beschwörungsrausch, bin ich meistens in die Empfehlung gegangen, ja 11 heilige, 5500 Punkte. Irgendwo in dem Bereich wird es sein und ich halte es für unwahrscheinlich, dass wir unter 5000 sind. Jetzt sind wir über 6000. Das ist natürlich knackig. Auf dem Account bin ich gar nicht davon ausgegangen, den epischen zu bekommen. Ich habe ja so gut wie gar keine Splitter. Aber 3500 ist das Ziel, das wir erreichen. Und da schauen wir mal rein, ob ich das überhaupt erreichen kann. Denn wenn es unrealistisch ist, hier auch noch das zu erreichen, brauche ich auf dem Account auch gar keine Splitter zu öffnen und muss dann einfach darauf hoffen, dass dann bei der Champion-Jagd am Ende vielleicht ein seltener oder der epische Champion auch dabei mit rausspringt. Um uns die restlichen Belohnungen anzuschauen, wahrscheinlich später für mein Free-to-Play 25, für den Challenge-Account, wird es ganz nett, dass wir hier am Anfang natürlich noch Juwelen und Energie haben. Also das hilft mir in dem Progress definitiv. Dann wird es auch eher eine Zeit uninteressanter. Und diese 6-Sterne-Geschwindigkeitsglyphe, muss ich sagen, die ist sehr nett. Also die kann gerade dann auch Endgame-Accounts, Accounts, die schon sehr gut sind, zumindest eine Chance geben, noch besser zu werden, wenn man so einen potenziellen +8er Geschwindigkeitsroll dann auch auf ein tolles Geschwindigkeits-Item setzt. Aber es gibt nicht viele davon, setzt sie wirklich weise ein für Items, bei denen ihr sicher seid, dass ihr sie sehr lange benutzen werdet und normalerweise auch für Items, die dann eure Speed-Champions anziehen oder die besten Champions. Also das kann natürlich auch mal auf ein Damage-Item gehen für Champions, die in der Live-Arena sehr aktiv sind und dort auch einfach sehr schnell sein müssen. Aber davon gibt es leider nicht wie Sand am Meer, deswegen finde ich das sehr gut. Das Fass, es ist immer Ansichtssache, ob der Account das braucht oder nicht. Ich bin kein großer Freund von Fässern, weil ich die Champions dann auch, nachdem sie gelevelt sind, normalerweise auch sehr gerne in den Minotaurus auch erstmal stecke. Deswegen warten die normalerweise auf spezielle Trainingsevents, wo ich in kurzer Zeit einfach viele Punkte machen muss. Da ist so ein Fass natürlich perfekt. 2 5er Hähnchen, legendäres Buch. Okay, hier unten ist dann alles wieder relativ Standard. Was ziemlich gemein ist, ist, dass wir die 2 mythischen Bücher hinter dem Festmahl haben. Denn auch von dem Festmahl halte ich so mittelfiel. Wer so viele Punkte ausgibt, der bekommt die Möglichkeit, zum Beispiel einen epischen Champion gleich mit hochleveln, hat aber in der Situation wahrscheinlich schon jede Menge Hähnchen. Das sind Hähnchen gar nicht mal so interessant. Deswegen, ihr müsst natürlich für euch und euren Account entscheiden, was ihr aufmacht, wie viel ihr aufmacht und wo ihr hingeht. Aber wenn ich mir das so anschaue, dann ist bei mir, also auf dem Account natürlich Schluss, wenn ich diese 3500 erreicht habe. Und auf den anderen Accounts sprechen wir dann drüber, wenn ich umgeloggt habe. So, 3500 Punkte müssen wir erreichen. Jetzt werfen wir mal einen Blick drauf, was wir hier haben. Ihr habt vor ein paar Tagen schon gesehen, als ich im Video erzählt habe, dass ich doch auf die Fusion gehe, obwohl ich es gar nicht geplant hatte und ich hatte so gut wie gar keine Splitter. Inzwischen haben sich natürlich über den Clan-Boss, über Ingame-Belohnungen wie die Live-Arena zum Beispiel, noch ein paar zusätzliche Splitter angesammelt. Und wenn wir uns das anschauen, wir sind hier bei 25 Antiken, wir haben 8 leeren Splitter, einen roten und einen heiligen und da sitze ich höchstwahrscheinlich davor. Aber ihr könnt mir glauben, es ist einfach ein heiliger Splitter. Was wir allerdings auch noch sehen, ist, dass ich bei den monatlichen Aufgaben hier, wir haben die heutigen noch nicht erfüllt, dafür muss ich noch die Champions beschwören, das werden wir jetzt gleich tun. Und wenn ich dann damit auf die monatlichen gehe, dann haben wir 28 heute am Freitag, 29 am Samstag, 30 am Sonntag. Ich bekomme also im Rahmen dieses Beschwörungsrausches nochmal einen Heiligen und nochmal einen lila Splitter. Damit sind wir bei 2 Heiligen. Das sind 1000 Punkte, 1200 Punkte. Dann sind es 9 leeren Splitter. Das sind dann nochmal 1000
180, 2280. Oh, antike Splitter, da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. Lass uns das nochmal ganz kurz prüfen. Es wäre super, wenn die eine Zweifachchance hätten. Also keine Zweifachchance, sondern Doppelpunkte geben würden. Gibt es ja ab und zu, dass so die antiken Splitter 40 Punkte geben. Ist leider nicht der Fall. Das heißt, wir haben wirklich nur 20 Punkte pro Splitter. Das heißt, wir haben gerade mal 500 Punkte. Damit sind wir bei 2780 Punkten. Wir haben noch grüne Splitter. Damit sind wir bei 3000 Punkten. Und ich gehe mal davon aus, dass der Clanboss in den nächsten 3 Tagen mir noch irgendetwas rauspurzeln lässt, um 500 Punkte zu machen. Das war knapp, aber für diesen Beschwörungsrausch reicht es auf jeden Fall schon mal. Und wir haben ja dann noch eine ganze Woche bis zu dieser Championjagd Zeit, um auch wieder einzusammeln. Und bei der Championjagd habe ich zumindest schon mal 250 von Rieren auch noch mit im Gepäck. Das ist eine kleine Unterstützung. Und vor allem auch die Champions der Fusion, hier die epischen, das sind 350 Punkte pro Zusammensetzen. Wir haben die ersten 4 auch schon drin. Das heißt, ich werde wahrscheinlich auch 3 hier zusammensetzen können. Ich bin also super zuversichtlich, dass das splittermäßig total hinhaut. Silbermäßig sieht es auch gut aus. Also, der Account ist etwas über 300 Tage alt. Schauen wir mal kurz drauf. Ich bin jetzt bei Tag 307. Ich hatte keine Splitter am Anfang, ich hatte fast kein Silber und es klappt trotzdem. Ja, also gehen wir rein in den Splitterpool auf dem ersten Account. Wir haben eine Progressivchance auch mit drin. Und oh boy, das stellt mich jetzt natürlich wieder vor die Frage, welchen Champion ich hier mit reinnehme. Das hatte ich mir auf dem Hauptaccount schon überlegt. Da wird es auch schneller gehen. Jetzt auf dem Account habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Wir haben eine Lilly, damit bin ich schon extrem gut ausgestattet. So kam in der 6er Seele auf dem Account. Elva wartet so ein bisschen in diesem Rückkehrerpass auch noch mit drin, so für den Fall der Fälle, dass man sich dann doch mal dafür entscheidet, auch mal zum Low-Spender zu werden, ein bisschen Geld auszugeben oder der Account dann auch vielleicht auch mal in andere Hände geht. Habe ich noch nicht ausgeschlossen. Im Augenblick spiele ich ihn einfach als Haupt-Free-to-Play-Account, weil er so phänomenal gut ist und viel Spaß macht. Dann haben wir Glycat, also wie Lilly, nur etwas aggressiver, macht einfach mehr Schaden, anstatt dass das Team mehr beschützt. Aber auf dem Account ist, glaube ich, tatsächlich Pythion die beste Wahl. Ich gehe hier nochmal kurz raus, denn ich jage im Augenblick auch Lydia. Und wenn ich mir das anschaue, gerade bei den Salamandern bin ich super schlecht aufgestellt und Pythion kann natürlich hier auch helfen. Der einzige Rang 6 Champion ist Venomage und Razin kann ich dann für Damage. Also es sind schon solide Champions drin, aber gerade Chiso durch einen Pythion zu ersetzen, würde mich hier bis 21 bringen. Und auch die 3 Sterne schaffe ich damit. Gut, damit haben wir die Entscheidung getroffen. Dann, wie sieht es mit den epischen aus? Ugo habe ich ja eine im Gepäck. Das heißt, die Frage ist, Ugo in die Fraktionswächter und da noch ein bisschen davon profitieren. Dann gab es noch einen Tagor, den habe ich noch nicht wirklich groß im Einsatz, aber ich habe ihn auch schon. Die Nummer 3 ist die Rektorin. Ich habe mal ganz kurz mir meine Champions angeguckt, die ich hier drin habe. Natürlich ein super Wiederbeleber, aber ich meine, ich habe hier eine Ancora und eine Ancora erledigt auch das jetzt hier, was die gute Rektorin auch macht. Ja, sie bringt noch mehr mit Rektorin Vale, aber meiner Meinung nach, gerade wenn wir hier die Ogrin-Fraktionswächter noch einen Blick drauf werfen, kann ich eine Ugo auch noch 6 Geschwindigkeit schneller machen. Also die Entscheidung ist jetzt getroffen. Wir haben hier einmal die Kombination Pythion und Ugo für mich mit drin. Das kann für jeden von euch anders aussehen. Also grundsätzlich für die Chimäre zum Beispiel halte ich Elva für den besten Champion. Lilly ist und bleibt immer noch ziemlich gut an verschiedensten Stellen. Querbeet für die Hydra ist einfach Gleichart phänomenal. Und Pythion ist so ein bisschen Allrounder. Man kann ihn überall gut spielen, weil er sowohl Cleanse hat, genauso wie Elva, als auch den Blocke-Debuff-Buff und auch noch einen Heal. Also dieser Cleanse ist schon wichtig. Den kann es eine Lilly zum Beispiel nicht. Gehen wir mal mit der Kombination rein. Wir stellen das an jeder Ecke ein. Das heißt, wir stellen hier nochmal Pythion und Ugo. Wir stellen bei den antiken Splittern auch nochmal Pythion und Ugo. Und bei den leeren Splittern, ja, da ist natürlich auch eine extrem spannende Auswahl mit dabei. Lasst mich erstmal überlegen. Aniri habe ich im Einsatz. Sie ist nämlich auch beim Sandteufel im Einsatz. Auf der anderen Seite kann ich sie auch garantiert gut gebrauchen, um sie auch einfach stärker zu machen. Entweder über die Fraktionswächter oder ich plus es sie, weil der Sandteufel 25 aufgrund der Tatsache, dass es so an der unteren Grenze der Werte ist, manchmal noch ein bisschen spannend ist. Also deswegen nehme ich hier auf jeden Fall mal die Aniri rein. Ich habe auf meinem Hauptaccount mir die Senna ausgewählt, um einfach bessere und höhere Werte bei der Chimäre auch hinzubekommen und weil ich Lust drauf habe, sie da zu spielen. Es war schon mal ein kleiner Spoiler auf später. Auf dem Account ist es jetzt nicht so. Wir haben mit der Marischka und mit Sulfuriel natürlich noch 2 extrem tolle Champions.
Das ist eine spannende Frage. Sulfurion ist vor allem in Salamander-Teams natürlich auch phänomenal, auch durch den LP-Burn, mit dem man gerade in der Arena am Anfang auch den ganzen Stone-Skin direkt auch wegmachen kann. Zusätzlich auch noch mal 'n Retz mit drin. Also, ich glaube, ich habe auch mal Lust, ihn zu spielen. Auf der anderen Seite ist 'ne Marischka auch sehr nervig. Ich glaube, ich nehme mir den Sulfurion hier mit rein. Es sind alles wirklich gute Champions, also ihr könnt euch hier kaum falsch entscheiden. Wir sehen, wir haben genug Platz, wir haben genug Silber. Los geht's mit den Splitterpools. Und zwar fangen wir mit den antiken Splittern an. Und was mir gerade einfällt, für den Fall, dass es am Sonntag nicht reichen sollte, ich habe ja noch genug Juwelen angesammelt, um noch mehr antike Splitter rauszufischen. Also der Beschwörungsrausch, den haben wir in der Tasche. Los geht's! Wir beschwören auf dem Free-to-Play 2024. Ja, ich habe tatsächlich, oh nee, ich habe den Helper nicht aufgemacht. Das heißt, ich habe wieder keine Übersicht, wo ich eigentlich gerade mit dem Mercy stehe. Und ohne Zweifachchance blaue Wand. Das haben wir gerne. Ne, das wollen wir eigentlich nicht haben, 'ne blaue Wand, auch wenn irgendwann das Mercy für epische triggert. Wir wollen vor allem einmal das goldene Leuchten sehen. Das würde ich schon sehen wollen, aber Tatsache ist natürlich, Zweifachchance auf Ugo. 'Ne Ugo wäre schon toll, wenn 'ne Ugo mit rauskommt. Vyrenon habe ich auf dem Account am Anfang sehr gerne gespielt. Jetzt habe ich sie leider schon weggeklickt, ist aber auch 'n toller Speedbooster gewesen. Ich habe sie dann nur direkt durch Eostritt ersetzt, sobald ich diese Fusion letztes Jahr gemacht hatte. Die erste Fusion auf dem Account war ja auch Amans. Den habe ich, glaube ich, etwas über einen Monat alten Account, knapp 2 Monate. Ich weiß nicht, irgendwo zwischen Monat 1 und 2 war dann die Fusion. War auch echt hart, diese damals zu schaffen. Ihr könnt in der Playliste für den Free-to-Play 2024 auch gerne mal ein bisschen nachträglich stöbern, wie der Weg bei diesem Account so war. Ja, gehen wir in die Einzelpulls auch rein. Wir machen ja alles auf, weil wir wirklich alle Punkte machen wollen. Normalerweise macht es für einen Beschwörungsrausch keinen Sinn, blaue Splitter aufzumachen. Gerade im Hinblick, dass es auch sein kann, dass wir nächstes Wochenende Zweifachchance auf blaue, vielleicht auch Zweifachchance auf lila haben. Sondern, also, dass ich heute hier alle Splitter aufmache, ist nur der Tatsache geschuldet, dass ich nicht so viel habe und alle Splitter brauche, um dann auch um die Fusion zu holen, um den Fusions-Rare dann auch zu holen, nachdem der schon wirklich teuer ist. Schade, ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir uns die blauen sparen können und die blauen bei einer besseren Gelegenheit aufmachen. Auf der anderen Seite habe ich genug Champions auf dem Account und da kam jetzt nichts Neues dazu. Wichtiger ist jetzt Gear. Ich muss mein Gear aufräumen, hochleveln, denn da hat sich inzwischen auch gutes Gear auch mit angesammelt. Bei den blauen 25 Nieten haben wir schon mal gezogen, 25 ist das Mercy auch nach oben. Weiter geht's mit den leeren Splittern. All in auf dem Free-to-Play 24. Der guten Justiziar, den brauche ich nicht mehr. Ich habe ihn einmal beschworen für die Arbeiteraufgabe, das war's. Oh, episch ist schon mal gut. Eine umbrische Magierin. Ich bin jetzt bei der Dämonenbrut durch die Fraktionskriege schon durch. Ich habe inzwischen auch genug Provoker, auch für die Hydra. Sie ist ein guter Champion, definitiv. Also, sie hat hier diese Provoke-Fähigkeit, die natürlich dafür sorgt, dass sie sich selbst danach mit aktiven Fähigkeiten blockiert. Der Provoke hält allerdings für 2 Runden. Und da gibt es nicht viele Champions, die in 2 Runden Provoke setzen. Das ist ganz nett, dass er in 3 Runden Block gebufft Champion in Void-Affinität ist. Also, damit kann man sie extrem gut auch bei der Hydra spielen. Keine schwachen Treffer, alle 3 Runden. Das Problem ist, wir können sie nicht wirklich für beides benutzen. Wenn wir den Provoke einsetzen, dann locken wir unsere Fähigkeiten aus. Das kann man auch nicht wieder entfernen. Das heißt, wir können keinen Block gebuff machen. Wenn wir die Champion als Block gebufft Champion nehmen, dann macht sie eigentlich nichts anderes, denn die A1 macht einfach nur ein bisschen Schaden. Also, ganz nett, wenn ihr sie habt und keine anderen Block-Buff-Champions, wie jetzt 'n Wukong, wie 'ne Ugo, dann könnt ihr sie definitiv auch bei der Hydra sehr gut spielen. Sie kann sehr gut Block-Buff aufrechterhalten, standardmäßig, leere Affinität, keine schwachen Treffer. Sie bringt halt einfach ansonsten sehr wenig mit und das ist ein bisschen die Krux bei der Hydra, denn man muss einfach unterschiedlichste Anforderungen gegen diese Köpfe in ein Team kriegen und dann nur einen Champion für einen Anwendungszweck. Das ist ein bisschen schwierig. Oh, da ist eine Oboro mit dabei. Das ist natürlich sehr gut, weil ich habe ja eine Mikage am Start. Nur wird die Oboro richtig gut, erst wenn sie ein hohes Blessing hat. Warum ist Oboro gut? Vielleicht ganz kurz dazu. Ihr habt auch immer Monsterzahlen bei der Hydra auch damit gesehen. Also sie ist ein Damage-Dealer. Sie ist ein Damage-Dealer, der Debuffs vergeben kann. Und sie hat leere Affinität. Also das sind schon mal ein paar ganz gute Rahmenbedingungen. Und hier, wenn wir die A1 anschauen, bietet eine 40% gebuckt 50, mit Masteries 55% Chance, einen Death-Verringerer zu verleihen auf einen Gegner. Und jetzt kommt's,
greift stattdessen alle Gegner an, wenn das Ziel 4 oder mehr Debuffs unterliegt. Normalerweise ist genau das der Fall. Ihr packt eure Debuffs auf die Köpfe der Hydra auch mit drauf. Das heißt, es ist ein AOE-Angriff, der Defense verringert und sie macht dabei auch noch eine Menge Schaden. Also wenn hier eine 6er Seele für Oboro mit Crushing Rend dann auch mit drauf ist, Mikage sorgt ja auch dafür, dass Oboro dann mit angreift, wenn Mikage die A1 macht. Das ist eine extrem gute Kombination dann auch für die Hydra. Finde ich nicht verkehrt, dass sie am Start ist. Dann haben wir noch einen Aschgänger, den brauchen wir nicht. Weiter geht's, weiter geht's. Also episch-mäßig war das okay. Wir haben hier einen netten. Also ich persönlich finde ja immer noch, dass er mehr wie ein Vogel aussieht als ein Salamander, aber er hat schon sehr viel Schuppen. So, kein goldenes Leuchten, kein Glück im Augenblick. Der Bewahrer, der bewahrt mich davor, dass ich einen legendären Champion ziehe. Eine Panthera. Die ist für den Feuerritter, glaube ich, ganz solide. Also wenn man noch keine anderen Alternativen für den Feuerritter hat, man hat einen Dreifachangriff auf der A1 und ich finde, sie gehört eigentlich gebufft. Aber man bufft natürlich keine Rare Champions, also Plarium bufft keine Rare Champions, weil auch wenn sie nur Rare ist, grundsätzlich 3% pro Treffer und dann auch noch eine Chance von ja, 75%, also noch nicht mal 100%. Das ist schon ein bisschen wenig. Also, wenn man dran denkt, dass ein Amiga da schon richtig ordentlich viel besser ist. Also, diese 3% sind eigentlich ein Weng-Weng. Aber es ist ein Triple-Angriff auf der A1, 2 Angriff auch noch mal auf der A2, Heilungsverringerer, sehr gut für den Feuerritter. Und wenn ihr nicht wisst, warum, ich habe ja auch Grundlagenvideos zu allen Classic-Dungeons. Ich habe auch gestern erst ein Grundlagenvideo zu Bommel auch mit rausgebracht. Also, ich habe inzwischen für die meisten Doom Tower-Bosse auch Grundlagenvideos, wo auch im Detail noch mal die Bosse vorgestellt werden und warum bestimmte Fähigkeiten auch sinnvoll sind. Und auch hier spielt die A3 von Panthera mit rein. So Schadensreflexion auf sie ist jetzt nicht so weltbewegend, aber sorgt auch ein bisschen dafür, dass das Schild runtergeht. Gut, das war jetzt ein Schwung Nieten. Wir machen den Elementarsplitter auf und schauen, was dabei rauskommt. Ich habe den erst gestern verdient. Oh! Für mich sind es anders eingefärbte blaue Splitter, aus denen höchstwahrscheinlich blaue auch rauskommen. Okay. Okay. Okay, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich meine, ich habe ja bewusst immer nicht beim Zweifach-Event aufgemacht, weil ich gesagt habe, ich benutze diese roten Splitter hauptsächlich dafür, dass wir an den Beschwörungsevents, Rausches garantierte Punkte bekommen, weil das für mich verkappte blaue Splitter sind. Und ob 0,5% Chance oder 1% Chance macht auch keinen Unterschied. Und jetzt ziehe ich hier meinen zweiten mythischen Champion auf dem Free-to-Play 2024. Calamitus ist ja am Start. Mikage habe ich mir schon verdient. Also in weniger als 300 Tagen hatte ich das Glück, die ganzen Champions auch zu ziehen, die ich dafür gebraucht habe. Und jetzt habe ich die neue mythische mit drin. Ich habe mich mit ihr noch 0,0 beschäftigt, muss ich sagen. Die Bewertungen, und wir wissen, dass Spieler, die Dinge bewerten, oft hier extrem gemein sind und sagen, die ist nicht so super, dann werden direkt die Einser reingepackt. Das klingt schon mal gut. Eine Champion-Geschichte klingt auch gut. Also, ich muss mich jetzt entscheiden, ob ich jetzt wirklich dieses Video wieder ewig lang mache oder ob ich jetzt lieber das Thema Theodosia in ein anderes Video mit rausziehe. Und ich glaube, so mache ich das. Wir wollen heute hauptsächlich Splitter pullen. Das heißt, ich werde euch Theodosia, die Champion-Geschichte, einfach in den nächsten Tagen mal als Video auch präsentieren. Wow, 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 wow. Also ich bin sprachlos. Ich glaube, ich schneide es auch nicht raus, weil das jetzt meine aktuelle Stimmung schon sehr, sehr, sehr deutlich auch macht. Okay, gut, damit hatte ich nicht gerechnet. Ich hätte einen Pythion schon gerne genommen. Und wow, okay, gut. Wir können gerne im Stream heute Abend auch ein bisschen drüber sprechen, auch wenn der Fokus im Stream der Free-to-Play 2025-Account werden wird. Der Stream läuft unter dem Motto, Splitter, auch eure Splitter zu öffnen. Wenn ihr möchtet, dass ich eure Splitter im Stream öffne, dann gebt mir auf Discord gerne Bescheid. Kommt in den Stream, wird sowohl auf YouTube als auch auf Twitch dann laufen. Deswegen wieder ein Multistream. Der Kampf um Platz 1 verliere ich noch ein paar Worte darüber, wenn wir auf den Free-to-Play 25 unlocken. Gut, ich könnte das Video jetzt beenden, weil viel besser kann es eigentlich nicht werden. Aber wir machen natürlich nicht für die Champions auf, sondern wir machen dafür auf, dass wir diesen Beschwörungsrausch erschaffen. Und hier den Duck, den Durchbohrer, den habe ich, glaube ich, schon.
Aber wir können natürlich hier in den Fraktionswächtern, ja, jetzt mal die ganzen Angebote wegklicken. Wir können in den Fraktionswächtern hier zum Beispiel nochmal Genauigkeit, Widerstand für alle Orks. Also das ist wirklich, wirklich gut. Und damit schaue ich mir noch ganz kurz meine neue Perle hier an. Hier die entehrte Theodosia. Da ist sie Unterstützungschampion in der ersten Form. Wie sieht sie eigentlich aus in der zweiten Form nochmal kurz? Da hat sie was richtig Ordentliches auf dem Kopf. Wow, okay, gut. Wie viele Bücher habe ich momentan? Ich habe so ziemlich gar kein Buch, aber klar, Mikage ist noch ungebuckt gewesen. Ich habe die fast alle in Mikage auch mit reingesteckt, damit ich vor allem diesen Ally Attack auch booken kann. Und die Bücher haben sich schon sehr, sehr gewährt. Ja, ich glaube, dann muss potenziell die zweite Form von Mikage mal warten. Ich glaube, die zweite Form hat noch gar kein Buch. Und ja, da muss ich noch ein paar mythische Bücher verdienen, sag ich mal. Da muss ich ein paar mythische Bücher verdienen. Der Dungeon Taucher hat auch schon angefangen. Wir sammeln hier mal ein paar Belohnungen ein. Energie hebe ich mir noch auf. Wir sind jetzt nur bei 2160, also wir brauchen schon noch ein bisschen was über das Wochenende. Und was ich da natürlich ziehe, ihr bekommt das immer mit, wenn ihr in meinem Discord seid, da schreibe ich das dann mit rein oder ich mache auch mal einen Community-Post hier auf YouTube oder wir sprechen im Stream darüber. Also schaut auch gerne bei mir auf dem Discord vorbei. Wenn ihr auf dem Discord eingeloggt seid, ihr müsst diese Regeln akzeptieren. Also wenn ihr diese Regeln nicht akzeptiert, werdet ihr eigentlich nichts sehen, ihr werdet keine Kanäle sehen. Lest euch aber die Regeln bitte durch. Es ist natürlich Standard, aber dann wisst ihr Bescheid, was euch erwartet. Und dann seid ihr in einem allgemeinen Bereich und ihr könnt euch auch dann unterschiedliche Bereiche freischalten, zum Beispiel den Raid-Bereich, indem ihr im richtigen Thread, ich blende es hier auch nochmal ein, einfach sagt, dass ihr ein Raid-Junkie seid und dann bekommt ihr auch diesen Raid-Bereich. Denn grundsätzlich in der Kaffeeecke spricht man über alles Mögliche, aber Raid sollte natürlich Teil des Raid-Bereiches sein, wenn sich dann auch andere Menschen hierher verirren, die vielleicht Interesse an Wandern haben und nicht an Raid, dass die nicht zu viel Content lesen, der sie eigentlich gar nicht interessiert. Also überall gibt es eine eigene Ecke für. Denkt nur daran, dass ihr eure Interessen auswählt, damit ihr wirklich seht, was da auf dem Discord eigentlich passiert. So, wir sagen jetzt zu dem Free-to-Play 2024 Account einfach mal Tschüss. Wow, ich muss sagen, in letzter Zeit unglaublich viel Spaß mit der Grinsekatze gehabt. Also wenn die Hell Hades Challenge vorbei ist, dann bekommt ihr wieder viel, viel mehr von diesem Account zu sehen. Der muss natürlich im Augenblick ein bisschen ins Hintertreffen, um auch einfach dieser Challenge, die Zeit, die ich dafür brauche, gerecht zu werden. Und deswegen springen wir jetzt als nächstes auf den Challenge-Account. So, jetzt sind wir auf dem Hell Hades Challenge Account Free-to-Play 2025 und die Challenge nähert sich ja langsam dem Ende. Also wir sind jetzt an Tag 64. Ich glaube, die Challenge ist jetzt irgendwo hier in dem Bereich, in der letzten Zeile am Ende. Es geht nicht bis Tag 90, sondern es sind genau 3 Monate. Am 4.4. endet die Challenge und aktuell heute bin ich noch auf Platz 1. Das halte ich jetzt seit 2 Tagen. Das ist das erste Mal in dieser Challenge, dass ich so lange auf Platz 1 bin. Hier der aktuelle Stand. Ich blende ihn mal ganz kurz ein. Und das wird Fokusthema heute Abend im Stream auch sein. Kampf um Platz 1, denn es gibt vor allem eine Baustelle, bei der ich schon versuchen möchte, ob wir da noch dran vorbeikommen. Das ist der Turm des Verderbens. Aber da möchte ich jetzt bewusst gar nicht viel Zeit reinstecken, denn das wird Thema auch heute Abend sein. Wenn ihr auch keine Zeit habt, euch den Livestream anzuschauen, dann schaut auch gerne nachträglich in diesen Stream auch rein. Der liegt dann auf YouTube auch bereit. Ihr könnt mit reingucken. Ich werde es wahrscheinlich so aufsetzen, dass ich ganz am Anfang des Streams mal einen Überblick, eine Übersicht auch über die Dungeons, über den Account, wo bin ich, mit welchen Teams bin ich da hingekommen. Ich hatte kurz überlegt, ob ich da ein eigenes Video dazu mache, aber ich glaube, wenn ich mir das im Rahmen des Streams heute Abend mache, dann ist natürlich der Stil ein bisschen anders. Es ist nicht nur ich rede jetzt einfach alleine ohne Interaktion, es kommen natürlich immer wieder Fragen rein. Das heißt, es unterbricht mich vielleicht auch bei der Darstellung, aber dafür fühlt es sich natürlich auch viel interaktiver an. Wenn ihr der Meinung seid, dass reine Videos anstelle dieses Livestream-Formats für Updates rund um den Account besser sind, lasst mich das doch gerne in den Kommentaren wissen und genauso wie euer Like, wenn euch das Video bisher gefallen hat. So, auf dem Account sieht es jetzt aus, dass wir nicht die Fusion machen. Ich bin ja immer YOLO gegangen, aber wir haben in den letzten 2, 3 Tagen die verdienten Splitter aufgehoben, damit wir zumindest noch mit einem Event doppelt punkten können. Und dieses Event ist jetzt der Beschwörungsrausch dieses Wochenende. Im Kern ist immer die Entscheidung, welchen Champion level ich als nächstes auf 60. Und wenn ich hier diese Splitter aufmache, dann ist einfach die spannende Frage, kommt hier ein Champion raus, der vielleicht das, was ich brauche, noch besser kann. Und die Entscheidung hier ist super einfach, denn was ich brauche, ist jetzt ein Burner. Ich brauche einen Burner, ich brauche einen Champion, der wirklich extrem gut bei der Spinne ist.
Und wenn ich mir jetzt Sulfurion anschaue, das ist ein verleiht allen Gegnern LP-Burn. Und allein mit diesem Satz qualifiziert er sich hier damit in diese Auswahl mit reingenommen zu werden, denn ich brauche ihn, um bei der Spinne weiterzukommen. Ich brauche ihn für den nächsten Doom Tower, wenn dann auch die Eisspinne als Boss dabei kommt. Also Burn ist bei mir eine riesengroße Lücke im Account. Ich habe ja keinen Geomanten gezogen. Ich habe gut gezogen, möchte ich mich nicht beschweren, auch wenn ich im Vergleich zu dem, was ich aufgemacht habe, es sich gefühlt nicht gut anfühlt. Also wenn man mich jetzt fragen würde, war ich glücklich auf dem Account, dann über große Teile nein. Dafür waren die paar guten Pulls teilweise halt richtige Brecher. Deswegen ist es ein bisschen schwierig, immer diese Frage zu beantworten. Wie sieht es hier aus? Ich meine, was Wiederbeleber angeht, Kardinal ist vor allem für die Arena gut, für ein Go-Second-Team, kann mich aber natürlich auch im PvE-Bereich mit diesen einfach phänomenalen Reds auf alle wiederbeleben. Das heißt, belebt alle toten Verbündeten, heilt sie und bringt dann das Zugmeter auf Maximum, auch im Heiligen Orden. Aber ich glaube, dass eine Aniri einfach besser ist im Groben. Also auch eine Wiederbeleberin, Heilung und so weiter. Ich glaube, mit einer Aniri kann ich viel mehr anfangen. Bei den antiken Splittern, ich habe sowohl Tagore als auch Ugo schon am Start, deswegen nehme ich mir hier die Rektorin auch mit rein. Bei den anderen Unterstützungschampions, ich glaube, gerade bei der Chimäre kann ich richtig gut noch Punkte sammeln und hier nehme ich mir gerne die Elva mit rein. Hier, das ist meine Zusammenstellung. Wir werden später auch noch die ganzen Grünen aufmachen, einfach für das Training. Also hier die grünen Splitter müssen auch raus, alles muss raus. Wir haben Platz, wir haben, oh, gerade noch genug Silber. Ja, das ist die Krux auf diesem Free-to-Play-Account. Es gibt niemals genug Silber. Also ich habe ein riesengroßes Silberproblem und hier ziehen wir einen Graubart. Ich hatte schon kurz gehofft, dass es ein Krallenhorn ist. Das wäre für den Shogun natürlich phänomenal gewesen. Die zwei sehen sich ja schon zum Verwechseln ähnlich, aber ansonsten sieht das nach dreimal Futter aus. Ja, ich kann mich heute nicht mehr beschweren. Ich meine, der Account hat im Augenblick Priorität, aber dafür war der Pull auf dem Free-to-Play 2024 wirklich, wirklich gut. Abyssal, den ich gerade am Ende gezogen habe, ist übrigens ein wirklich guter Supporter, ein wirklich guter Champ. Werde ich wahrscheinlich sogar behalten für die Fraktionskriege. Flicken Vieh sehe ich da nicht. Es sieht auch echt ekelig aus. Es sieht auch ein bisschen in die Tage gekommen. Also sehr, sehr eher pixelig designt. Den Draconis hatte ich auf dem Hauptaccount eine Zeit auch gespielt, in den Fraktionskriegen. Hat so ein kleiner Heal, wenn er angreift, immer heilt den Verbündeten mit dem niedrigsten um 7,5%. Wenn man gar keinen Heal hat, besser als gar nichts, kann hier auch ein Schild auch vergeben, 3 Runden Cooldown. Der wäre, glaube ich, phänomenal, wenn der genau wie manche anderen Champions, genau wie wenige andere Champions, so 3 Runden Cooldown mit 3 Runden Schild oder sowas hätte. Aber 3 Runden Cooldown mit 2 Runden Schild macht ihn einfach zu nichts Besonderem. Entfernt von einem Champion dann auch noch ein Debuff. Also schon eher unterdurchschnittlich. Und kommt jetzt meine Siphi heraus? Wer weiß? Nein. Also Void Splitter-mäßig bin ich auf dem Account wirklich nicht gut unterwegs. Aber das schauen wir uns heute Abend im Stream an. Wir haben den Account nur ganz kurz abgehakt, damit wir alle mit in dem Video haben. Und damit springe ich jetzt rüber zu meinem Hauptaccount. So, willkommen zu meinem Hauptaccount. Das sollte eigentlich der wichtigste Account und der spektakulärste Pull von allen werden. Ja, mein Free-to-Play 24 hat mir jetzt dann doch ein bisschen die Show gestohlen. Also, ich meine, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn ich hier davon noch übertroffen werden würde. Warum dachte ich, dass es vielleicht der spektakulärste Pull ist? Weil wir hier bei dem Beschwörungsrausch eben nicht nur auf den seltenen gehen, sondern ich möchte hier auch auf den epischen gehen. Ich möchte hier sicherstellen, dass wir die restliche Fusion ein bisschen entspannter angehen können, dass ich mir noch ein bisschen Energie sparen kann, dass ich mir ein paar Events sparen kann, vielleicht gerade noch ein paar Dungeon-Taucher. Und dafür brauche ich jetzt natürlich 6100 Punkte, was mich schon ein bisschen zurückzucken lässt. Ich meine, natürlich kann ich alle anderen Events auch machen. Es ist immer nur eine Frage, ob ich mich um die kümmern möchte. Und ich bin gerade sehr, sehr versucht, es tatsächlich einfach nicht zu tun und mir diesen epischen Champion nicht zu holen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir den jetzt hole, kann ich mir dann auch bei der Championjagd noch eine zusätzliche Belohnung auch mit rausholen. Dadurch, dass ich ja 3 dann auch bei der Championjagd fusionieren kann, dann habe ich hier schon einen epischen Champion. Damit habe ich alle 4 und ich kann auch direkt den legendären nochmal für 500 Championjagdpunkte beschwören. Das bringt mir wahrscheinlich auch nochmal ein legendäres Buch und davon kann man eigentlich gar nicht genug haben. Ich möchte auch, wenn ich schon mal bei 6100 angekommen bin, dann noch dieses legendäre Buch holen. Den weiteren Sprung nochmal 1100 zum nächsten. Vielleicht mache ich das noch. Das schauen wir mal, wenn wir jetzt mal einen kurzen Blick dann auf die Splitter werfen. Denn bei den Splittern ist es so, wenn ich jetzt mal hier reinkomme, es hat sich schon einiges Schönes angespart. Und das ist wirklich erspart. Ich habe, glaube ich, rund um das 6. Jubiläum mal ein Paket gekauft, in dem waren irgendwie so 2 Lehren,
2 Elementar, 3 Antike, so 'n Mini-Splitter-Paket, was wirklich einen guten Value auch hatte. Aber ansonsten der ganze Rest, der kommt jetzt aus dem Clanboss, aus den verschiedenen Belohnungen. Jetzt ist natürlich immer so eine Frage, wie sieht's denn aus mit einem garantierten Champion? Kommt bald mal wieder ein garantierter Champion? Bedeutet, ich brauche bei den Antiken immer ungefähr 200. Antike kann ich aus den Juwelen mir aber auch noch rausholen. Deswegen bin ich da ein bisschen verlockt, Antike aufzumachen, obwohl das für 'n Beschwörungsrausch einfach schlecht ist. Hm, also eine Möglichkeit, die wir haben, Antike aufzumachen. Der Klassiker wäre natürlich Heilige aufzumachen, aber auch hier möchte ich mal wieder über diese 20er Grenze kommen, die man ja oft immer für garantierte Champions auch gebraucht hat. Deswegen ist wahrscheinlich die einfachste Entscheidung, aber auch mit der progressiven Chance eine, die ich gar nicht unbedingt nachvollziehen will, denn die progressive Chance ist für mich tatsächlich ein reines Dupefest. Ich habe hier jeden Champion, der hier drin ist, habe ich schon. Bei den Fraktionswächtern, und das ist der einzige Grund, warum Glaikert hier drin steht. Ich brauche bei den Waldwächtern noch Legendäre. Ugo ist noch nicht auf +4, also das ist die Entscheidung, weshalb ich auf dem Account mir diese Auswahl hier genommen habe. Aber im Kern haut mich jetzt diese Progressivchance für mich auf diesem Account nicht um. Bei den leeren Splittern sieht es anders aus. Eine Senna verlockt mich wirklich, wirklich sehr. Das muss ich sagen, damit hätte ich sehr viel Lust, mit ihr zu spielen und da auch irgendwie Unfug an der Chimäre anzustellen. Und ich glaube, das ist für mich der Hauptgrund, warum ich vor allem auf die leeren Splitter gehe und natürlich auf die progressiven. Nicht, weil ich gerade den mythischen Champion gezogen habe. Den Plan hatte ich tatsächlich heute Morgen beim Frühstücken schon gefasst, sondern genau aus dem Grund, warum ich gerne die roten Beine im Beschwörungsrausch aufmache für diese 200 Punkte. Das bringt mir jetzt natürlich 3200 Punkte. Wenn ich jetzt sage, ich möchte auf diese 7700 gehen, genau, das ist hier bei 7700, 3200 abgezogen, dann sind wir noch bei 4500 und damit, glaube ich, bei 37,5 leeren Splittern, beziehungsweise wenn ich dann 37 aufmache, dann kann ich noch 3 blaue aufmachen oder sowas in der Richtung. Gut, jetzt 37 ist eine echt wilde Zahl, muss ich sagen, aber gut, dann machen wir das. Wenn jetzt ein garantierter Void-Champion kommt, bin sowieso noch 50 Void-Splitter davon entfernt. Es wäre verlockend, aber das ist jetzt mal die Entscheidung. Man muss sich entscheiden, heißt auch, man kann sich richtig entscheiden, man kann sich falsch entscheiden. Mit was fangen wir an? Fangen immer mit den leeren Splittern an. Da kann ich mich noch von dem letzten mythischen Pull noch ein bisschen erholen. Also, wir haben Platz, wir haben Silber und los geht es dann noch mit den leeren Splittern. Wir wollen, ja, ich weiß gar nicht, was wir eigentlich wollen. Eine Senna, natürlich, eine Senna. Bei den Blauen brauche ich gar nicht mehr groß drauf eingehen. Wir sind natürlich auf meinem Hauptaccount unterwegs. Da gibt es noch nicht mal groß epische, über die ich mich freue. Natürlich zum Plussen. Also gute epische nehme ich schon. Es gibt noch viele, viele, die noch nicht auf +4 sind. Dafür kommt hier erstmal eine reine blaue Wand. Es geht weiter. Wir haben ja keine Zweifachchance. Das ist aber 'ne wirklich sehr blaue Wand, also Back to Reality nach diesem mythischen Pull. Das waren jetzt 20 ohne epischen Champion. Gut, also selbst das Mercy ist jetzt extrem hoch getriggert. Dann gehen wir hier weiter und oh, daran habe ich ja gar nicht gedacht. Daran habe ich gar nicht, wie und noch. Oh. Okay. Oh, okay, schade. Der Void Epic Pull, der hat mich jetzt wirklich sehr glücklich gemacht, weil der sorgt natürlich dafür, dass die komplette Fusion jetzt super easy wird. Ich spare mir nochmal 4 komplette Events und ich könnte natürlich auch alternativ sagen, damit spare ich mir jetzt auch die restlichen Summons. Also Lichtwache Siendra, wirklich phänomenaler Pull, gerade jetzt für diese Fusion. Da habe ich gar nicht dran gedacht, als ich gesagt habe, welche epischen wünsche ich mir. Und dann kommt ein legendärer, damit habe ich nicht gerechnet. Und es ist einfach ein phänomenal guter legendärer. Lady Noelle ist natürlich gut, nur leider, leider, ich habe sie natürlich hier auf dem Account auch gemacht. Hier ist sie, Lady Noelle mit der 5er Seele, die ich mir damals aus dem Heldenpfad auch genommen habe. Und wenn wir jetzt in den Wächterring auch reingehen bei dem Heiligen Orden, ist immer die Frage, befreie ich einen anderen daraus, um einen zu plussen, oder würde ich eine Lady Noelle plussen? Ich vermute fast, ich werde die Lady Noelle eher plussen. Sie ist schon besser als die anderen Champions, die Stand jetzt noch in diesem Wächterring sind. Aber ich hätte schon gerne einen anderen Void Leggy gehabt. Das ist eine Krux. Also einen guten Void Leggy zu ziehen, den man dann auch gar nicht brauchen kann und das Mercy damit auch zurückzusetzen,
Das ist immer ein bisschen schwierig. So, wo stehen wir jetzt bei dem Beschwörungsrausch? Wir stehen jetzt bei ja, okay, das würde ich mal behaupten, ist ein Zeichen. Wir sind jetzt bei ziemlich genau dem seltenen Champion hier rausgekommen. Da sind noch 5 Hähnchen, Dinge, die ich nicht brauchen kann, bis auf dieses legendäre Buch. Also kürze ich jetzt diese Beschwörung ab und, spare mir die mythischen vielleicht für den nächsten Beschwörungsrausch, für den nächsten Heldenpfad, bei dem ich wirklich gut Punkte auch aus den roten Splittern sammeln kann. Deswegen, gut, sehr, sehr phänomenaler Pull, hat mir im unterm Strich eine ganze Menge gespart. Hat mir jetzt noch 7 leeren Splitter gespart und hat mir 16 Elementarsplitter gespart. Also, das nehme ich, wahrscheinlich der beste, kostengünstigste Epic, den ich jemals ziehen konnte. Ich wünsche, dass ihr das auch zieht. Ich wünsche, dass ihr auch tolle Sachen zieht, wenn ihr aufmacht, und lasst es mich doch in den Kommentaren gerne wissen, dass ihr Dinge aufgemacht habt, was ihr aufgemacht habt, ob ihr auch für die Fusion geht, ob ihr nicht für die Fusion geht. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich wünsche euch einen super Start ins Wochenende. Ich wünsche euch dabei viel Spaß mit Raid, viel Spaß im Leben. Ciao, ciao, euer Bo.